Wenn sich im Außen die Dinge rasant schnell ändern, egal ob bei dir persönlich oder im größeren Maßstab betrachtet, können Ängste auftreten. Wie kannst du die mit diesen Wandelprozessen verbundenen Chancen für dich positiv nutzen? Warum ist gerade jetzt der Weg nach innen so wichtig? Und welche Unterstützung kannst du hier für dich erwarten? Machen wir uns nichts vor, die meisten von uns lieben es, wenn die Dinge so laufen wie bisher. Und genau das tun sie im Moment nicht. Die Energien, die uns aus dem Kosmos und von der Sonne erreichen, das, was alles uns an Hiobsbotschaften durch die Medien erreicht, rüttelt und schüttelt mitunter an unseren Grundfesten. Da kann es sein, der Job geht flöten, eine Beziehung bricht oder der Freundeskreis, auf den ich jahrelang vertraut habe, ist plötzlich nicht mehr da, weil die Ansichten über das, was geschieht, auseinanderdriften. Da, wo Veränderungen massiv auf uns einwirken, kann ich natürlich wie das Kaninchen vor der Schlange verharren oder mich wütend auf die Piste begeben, gegen etwas, für etwas demonstrieren, kann ich alles tun. Die Frage ist nur, bringt mich das wirklich weiter auf meinem Weg als Mensch hier auf unserer schönen Erde mit einer bestimmten Aufgabe und vor allen Dingen als Seele, die sich eine bestimmte Aufgabe für dieses Leben gestellt hat. Vielleicht sind die Dinge, die da geschehen, genau so richtig. Irrt sich das Universum? Irrt sich die geistige Welt? Irrt sich Gott? Wie auch immer du es nennen magst. Aus meiner Sicht und Erkenntnis und Erfahrung, der kannst du folgen oder auch nicht, gibt es keine Zufälle. Partner verloren? Ja, wie gut habt ihr noch miteinander gematcht? Freundeskreis kaputt? Wie stimmig war es zwischen euch noch? Job verloren? Wie sehr hast du deinen Job denn noch geliebt? Vielleicht geschehen genau diese Dinge, die dich auf einen neuen Weg bringen und dir eine Chance eröffnen, dich besser und stärker zu entfalten, deinem wahren Wesen, deinem Kern näher zu kommen. Also nicht meckern über das, was geschieht, sondern die Chancen darin erkennen. Das ist aus meiner Sicht das Gebot der Stunde genau jetzt. Und die allergrößte Chance besteht aus meiner Sicht genau darin, authentisch zu sein, authentisch sein wahres Selbst zu leben. Und was ist dafür erforderlich? Bestimmt kein großer Guru im Außen, der dir sagt, wo es längst geht. Das haben wir alle jahrelang, mitunter jahrzehntelang zur Genüge praktiziert. Das genau ist nach meiner Erkenntnis nicht das Gebot der Stunde, sondern der Gang nach innen. Du kannst nur dann authentisch sein als Mensch, indem du deinen Wesenskern lebst. Wir alle haben jedoch einen unterschiedlichen Wesenskern. Jeder hat seinen Seelencode. Und wer wüsste besser über den Bescheid als dein Inneres, dein Herz, was in Verbindung steht mit Gott, mit dem Universum, mit der geistigen Welt, mit deinem höheren Selbst. Das heißt, hier musst du schöpfen, aus deinem Herzen. Wenn es schlummern sollte und sich nicht so recht verbunden fühlt, verbinden mit dieser geistigen Welt. Und das schaffst du super gut in meditativem Zustand. Ein entsprechendes Video verlinke ich am Ende dieses Videos noch einmal für dich. Wer oder was kann dich denn nun unterstützen
auf deinem Bewusstwerdungsweg. Selbstverständlich ist es eine ganz wichtige Geschichte, sich ein Netzwerk, eine Community aufzubauen oder in eine hineinzubegeben mit Menschen, die einfach so ticken wie du, die dich akzeptieren und annehmen, so wie du bist, auch auf der Erwachensstufe, so nenne ich es jetzt mal, auf der du dich gerade befindest. Und da sind wir ja auch alle unterschiedlich schnell unterwegs. Natürlich kannst du dir auch einen Coach deines Vertrauens suchen oder hast ihn vielleicht schon gefunden. Und mein Angebot für dich ist folgendes. Wir alle haben unseren inneren Coach in uns. In dieser Zeit des Erwachens, des Wandels, und das merken ganz viele von uns, wird auch unsere Intuition immer stärker und stärker. Das heißt, wir haben ganz automatisch Eingebungen und sehen Dinge, die wir vor etlichen Jahren noch überhaupt nicht gesehen hätten. Diese Intuition wird angestupst, möchte ich mal sagen, durch die richtigen Fragen. Vor längerer Zeit schon, nämlich 2012, habe ich dieses Büchlein geschrieben, Frage dich selbst und werde glücklich. Es enthält etwa 200 Fragen zu 7 verschiedenen Lebensbereichen. Und jede Frage wird deine Intuition anregen, eine Antwort darauf zu finden. Vor nicht ganz so langer Zeit ist dieses Büchlein entstanden, was auch ganz stark auf das Thema Intuition eingeht, wie Selbstcoaching gelingt. Und ich habe bemerkt, auf meinem Kanal wird ganz häufig die Anleitung zur Strichmännchentechnik geschaut. Genau die Anleitung habe ich auch hier in diesem Büchlein. Beide Bücher gibt es auch als E-Book. Und diese beiden E-Books sind vom 8. Juni bis zum 12. Juni in einer 0-Euro-Variante downloadbar. Ich verlinke beide E-Books hier unten drunter unter dem Video. Durch die Verschiebungen zwischen der Pacific Time und unserer Zeit wird es so etwa ab 9 Uhr verfügbar sein für 0 Euro zum Download. Nutze die Zeit bis zum 12. Juni und dann hast du es schwarz auf weiß, was dich unterstützen kann. Ich hoffe, das war Inspiration für dich. Wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg bei deinem In dich gehen. Eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.